Wir testen heute die Fanatec-App für dein Smartphone, um Einstellungen direkt übers Handy an der Wheelbase vornehmen oder dieses als Dashboard direkt über die App nutzen zu können. Leg die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Bitte beachtet bei diesem Review, dass es sich Stand heute, das ist Ende Juli 2022, um eine Alpha-Version der App handelt und sich diese somit noch in der Entwicklungsphase befindet. Derzeit ist diese App nur mit dem PC und mit Wheelbases CSW V2.5, CSL Elite Plus und allen DDs von Fanatec kompatibel. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, die Installation. Über den Fanatec-Blog im Softwareordner kann die Fanatec-App als Alpha-Testversion kostenlos bezogen werden. Klickt auf Download und dann gelangt ihr zu einem Erklärvideo und darunter befinden sich 2 QR-Codes für Android bzw. iOS betriebene Smartphones. In diesem Test nutze ich die App mit einem iPhone 13 Pro und dem aktuellsten iOS-Betriebssystem. Nachdem der iOS-QR-Code gescannt wurde, wird automatisch die App TestFlight von Apple aufgerufen. Diese App ist nötig, um Apps im noch nicht finalen Entwicklungsstatus verwenden zu können. Installiert diese kostenlose TestFlight-App und dann die ebenso kostenlose Fanatec-App. Unter dem QR-Code ist der für die App-Kompatibilität nötige Fanatec-Treiber Version 4.4.1 zum Download bereitgestellt. Um die App mit dem PC zu verbinden, klick in der Taskleiste mit einem Rechtsklick auf die Fanatec-App und gib die angezeigte IP-Adresse in der Fanatec-App auf deinem Smartphone oder Tablet ein. Die derzeit unterstützten Spiele für den ITM-Modus, die findest du im verlinkten Erklärvideo in der Videobeschreibung. Kapitel Nummer 2, der Funktionstest. Dieses Kapitel behandeln wir am besten live. Viel Spaß damit. Sehen wir uns die wichtigsten Grundfunktionen direkt live jetzt über diese App an. Wenn ihr diese App öffnet, dann seht ihr diese Startseite mit wichtigen Infos bezüglich des Fanatec-Blogs. Das habt ihr hier oberseitig bei diesen Buttons. Das sind die letzten Blog-Einträge von Fanatec. Die könnt ihr hier in chronologischer Reihenfolge nach unten hin nachlesen. Dann habt ihr weiter die Buttons zu den sozialen Medien, zu Fanatecs YouTube-Kanal, weiter zu Fanatecs Facebook-Seite, Insta und Twitter. Das sind diese oberen Buttons, wenn ihr hier unten im News-Bereich unterwegs seid. Dann habt ihr hier bei den Menüs folgende Möglichkeiten. Ihr habt einen QR-Code-Scanner. Mit diesem QR-Code-Scanner, wenn ihr diesen aktiviert, dann könnt ihr bei neueren Lenkrädern, beispielsweise hier bei diesem Fanatec RS-Lenkrad, ein Review dazu findet ihr in meinem Kanal von vor ein paar Wochen, habt ihr rückseitig bei diesen Lenkrädern üblicherweise einen QR-Code hier aufgedruckt und den könnt ihr dann direkt über die App einscannen. Schauen wir mal, ob wir das auf den Ihr seht schon, das gestaltet sich relativ schwierig. Der QR-Code ist sehr klein. Das ist noch etwas frickelig hier in dieser Alpha-Version, diese QR-Codes zu scannen. Aber jetzt hat es geklappt für das GT-SW Pro Lenkrad. Ihr habt hier die Seriennummer SN, die ihr dann kopieren könnt und bei einer Supportanfrage direkt mit reinkopieren könnt in dieses Formular. Ihr habt zu diesen entsprechenden Lenkrädern dann Videoguides. Das seht ihr hier zum Beispiel ein Unboxing und Videoguide. Könnt ihr euch direkt zu eurem passenden Lenkrad ansehen oder ihr sucht dieses Produkt im Fanatec Store. Da seht ihr diese dann eingeblendet. Was gibt es hinsichtlich dieser App noch Wichtiges für euch? Ihr habt diese ITM Unit Settings. Wenn ihr dieses Ding dann als Dashboard verwendet, könnt ihr die Settings für uns in Europa hier mit Kilometers per Hour, Kilometer pro Stunde, Grad Celsius und Fuel, also den Treibstoff in Liter angeben oder eben auf andere Einheiten umschalten. Viele andere Dinge in der App sind selbsterklärend. Klickt hier zurück auf den Button und dann habt ihr einen eigenen Supportbereich. In dem Supportbereich könnt ihr den Customer Service hier direkt kontaktieren. Ihr habt ein Kontaktformular.
Ihr habt den Tech-Support, einen Chatbot und einen Live-Chat, den ihr hier anwählen könnt. FAQs, Downloads. Gehen wir da mal rein in so einen Download-Bereich. Da seht ihr die Produkte von Fanatec hier aufgelistet, die ihr dann anwählen könnt. Oder auch Discontinued Products, das heißt Produkte, die bereits ausgelaufen sind. Die könnt ihr hier anwählen. Und dann hier wiederum nochmal den QR-Code-Scanner. Jetzt testen wir das nochmal bei dem RS-Lenkrad. Aber ihr seht schon, ich habe mit diesem Scanner bei diesem wirklich sehr kleinen und auch etwas unscharf aufgedruckten QR-Code Probleme, dies gescannt zu bekommen. Hier nochmal bei dem GT-SW ProWheel, da funktioniert dieser QR-Code im Prinzip einwandfrei. Die weiteren Features ITM und Tuning-Menü, das gucken wir uns jetzt am besten direkt live am Rig an. Nächsten Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist der Punkt Tuning. Das heißt, über die App könnt ihr direkt ins Tuning-Menü gehen und das Tuning-Menü direkt über das Tablet bzw. über das Smartphone verwalten. Ihr seht das hier, ich habe jetzt auch zur Übersicht direkt am Screen den Fanatec-Treiber geöffnet, dann könnt ihr sehen, dies geht instant, dies funktioniert instant. Ich habe beispielsweise hier den Drehwinkel Sensitivity auf Auto und wenn ich diesen jetzt umstelle, dann kann ich hier, das könnt ihr gut instant beobachten, den Drehwinkel direkt verstellen. Ihr könnt diesen ebenso, ich zeige euch das jetzt über das Tuning-Menü, in Sensitivity auf Auto, das seht ihr hier. Und wenn ich diesen jetzt verändere, dann könnt ihr hier gut beobachten, der Drehwinkel hier im Display verändert sich 1:1 mit euren Eingaben direkt über Smartphone. Dies gilt klarerweise auch für die anderen Parameter, Force Feedback Strength, die Kraft des Force Feedbacks. Hier ein Punkt, den hätte ich gerne noch adaptiert. Da seht ihr, wenn ich das Force Feedback jetzt in der Stärke regle, sehe ich dies zwar im Treiber, aber nicht hier auf dem Display der Podium. Da muss ich manuell jetzt direkt wieder über das Lenkrad in Force Feedback Strength reingehen, dieses anwählen und erst dann sehe ich meine Anpassungen direkt jetzt am Smartphone. Ihr seht, ihr könnt auch hier die Setups anwählen, Automatik oder Custom Setup, und diese dann entsprechend anpassen oder mit Langdrücken auf den Tuning-Menü-Button am Lenkrad und dann sind wir im Advanced-Modus und dann seht ihr diese 5 Profile hier oben eingeblendet, die ihr dann ebenso anpassen könnt. Da habt ihr dann klarerweise eine große Anzahl von diversen Menüpunkten, die ich ausführlich im Fanatec Tuning Menü 2021 für euch erklärt habe. Klickt oben rechts am besten den Link mit bei, dann wisst ihr, was es damit auf sich hat. Kommen wir jetzt zu den Funktionen in-game. Wenn ihr auf den Button ITM klickt, dies mit eurem Device, mit eurem PC über die IP-Adresse verbindet, dann bekommt ihr so ein Dashboard geboten. Ihr seht ein übliches Dashboard mit Drehzahlanzeigen, Gang, diversen Einblendungen. Ihr habt diverse Dashboard-Templates, die sind noch nicht final. Die könnt ihr mit hier rüberwischen, verändern. Habt hier unterschiedliche Telemetriedaten eingeblendet und könnt euch da etwas durchhangeln. Da sind im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Templates am Start und könnt diese direkt über die Fanatec App mit eurem Smartphone, mit eurem Tablet verwenden. Dahingehend gibt es nicht viel Spannendes zu erzählen. Ihr habt oben das Drehzahlband, eben gleich wie am Lenkrad, wenn dieses ein solches besitzt. Ihr habt einen Gang, eine Geschwindigkeitsanzeige und diverse andere Telemetriedaten, die ihr dann in-game betrachten könnt. Für euch ein weiteres Feature, das geboten wird, ist folgendes: Wenn ihr diesen Hard Mode hier auf Off setzt, dann habt ihr so ein gespiegeltes Display. Das ist gewollt, wenn ihr dann das Smartphone hier auf der Wheelbase platziert und ein durchsichtiges, reflektierendes Material hier montiert, dann bekommt ihr dies gespiegelt auf euer reflektierendes Material eingeblendet
und habe dies sozusagen so wie in einem HUD, das in der Windschutzscheibe bei einem echten Fahrzeug projiziert wird, hier in eurer Rennsimulation am Start. Weitere Möglichkeiten, die ihr habt, ist auf diesen Button. Da verbindet ihr euch dann mit dem Tuning-Menü. Da seht ihr hier nochmal Tuning-Menü-Button, entsprechend dann wieder mit der IP-Adresse eures Computers pairen, die merkt er sich, und ihr habt das Tuning-Menü am Start. Da könnt ihr dann Änderungen direkt an der Wheelbase über die App vollziehen. Ich zeige euch diesmal, wenn ich jetzt übers Lenkrad beispielsweise in der Force Feedback Strength hier regle, dann seht ihr, die Werte auch in der App werden direkt übernommen. Ich habe hier noch ein Problem, das vermutlich eben mit dem Alpha-Status dieser Anwendung zusammenhängt. Ich habe diverse Einstellungen, die noch nicht funktionieren. Ich zeige euch dies jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise, ihr seht am Drehwinkel, der passt hier absolut noch nicht mit der Simulation zusammen, hier eine Änderung vornehme und von Automatik auf 1080 beispielsweise runterregle, dann verliert meine Wheelbase das komplette Force Feedback. Das Force Feedback, die Stärke geht komplett leer durch. Auch wenn ich jetzt beispielsweise, ihr seht die Änderung des Drehwinkels hier in dem Fall bei Assetto Corsa Competizione auf 1080. Die hat einen Einfluss. Ich habe den richtigen Drehwinkel jetzt übers Lenkrad und Ingame. Das funktioniert einwandfrei, aber wie gesagt, meine Force Feedback Power, die ist dahin. Das ist definitiv noch ein Bug. Auch wenn ich jetzt mit der Force Feedback Strength hier hochgehe auf 100%, mein Lenkrad geht leer durch. Ich kann dies jetzt lösen, indem ich habe hier einen Workaround, wenn ich jetzt hier durchschalte wieder zum Advanced Mode und lang gedrückt halte zurück zum Standard Mode, dann ist mein Force Feedback wieder am Start und ich habe in dem Fall kräftiges Force Feedback jetzt wieder am Lenkrad. Mit dem Problem, dass wiederum meine Steering Wheel Angle auf die Standardwerte zurückgesetzt wurden. So, jetzt kann ich wieder über das Fanatec Tuning Menü direkt am Lenkrad, hier über das Custom Setup, Sensitivity auf 1080 runterstellen, dann passt dies wieder in-game überein. Aber wenn ich jetzt die Overwell Force Feedback Strength jetzt über die App ändern möchte, das machen wir jetzt hier am besten wieder live. Ich mache hier eine Änderung direkt über die App, zack, und in diesem Moment geht mein Lenkrad wieder leer durch. Das heißt, wir haben hier definitiv einen Bug am Start. Ich habe noch nicht viele Games damit getestet, aber definitiv bei Assetto Corsa Competizione, in meinem Fall mit einer Podium DD1 Wheelbase, ist diese Manipulation, diese Änderung direkt über das Smartphone damit verbunden, dass mir hier meine Force Feedback Power am Lenkrad flöten geht. Das soll es nun gewesen sein mit dem ersten Überblick über die Fanatec App. Ihr seht, in dieser App gibt es noch einiges zu tun, noch einige Baustellen, aber das Potenzial, wenn dieses Ding ausgereift ist in meinen Augen gut und auch an der Zeit. Ihr wisst, diverse Mitbewerber sind mit den Apps schon weiter, da funktioniert dies alles Plug and Play bereits und Fanatec befindet sich hier auf, in meinen Augen, einen guten Weg. Und zurück vom Rig. Kapitel Nummer 3, das Fazit. Fanatec schließt mit der App zu Mitbewerbern auf und das finde ich begrüßenswert. Es gibt zwar noch einige Dinge zu erledigen, aber dies ist bei einer Anwendung im Alpha- oder frühen Beta-Stadium gängiger Standard. Das sich deaktivierende Force-Feedback bei Änderungen über die App sollte an erster Stelle ausgeräumt werden. Genauso wie oftmalige Disconnects der App mit dem PC, die sich bei mir erst mit einem Neustart des Systems beheben ließen. Auf meiner persönlichen Wunschliste wäre ein Template mit dem Force-Feedback-Verlauf, um das Clipping bei schwächeren Wheelbases beobachten zu können. Weiters hätte ich gerne die Pedal-App in einem Template integriert. Wenn ich an die Konsolen-Community denke, dann wäre diesbezüglich ein künftiger Support auf alle Fälle wünschenswert. Zusammengefasst gibt es an dieser Stelle keine positiven und negativen Aspekte, wie ihr dies von meinen üblichen Testvideos gewohnt seid. Wie bereits erwähnt, handelt es sich in diesem Fall um eine Anwendung im Entwicklungsstadium und dies gilt es fairerweise immer im Hinterkopf zu behalten. Ich hoffe, euch mit diesem Video einen guten Überblick über künftige Möglichkeiten
mit eurem Fanatec Equipment gegeben zu haben und nun seid ihr am Zug. Postet bitte in den Kommentaren mit rein, was ihr von dieser App oder dem Potenzial dieser App haltet und ob ihr diese testen werdet. Und so kommen wir zu unserem Ausblick. Die High-End-Pedale Ngasa von 3D-Rap sind auf dem Weg zu mir und werden in den nächsten Tagen ausführlich für ein Review getestet. Und von Tornet soll es ein Review für unsere Einsteiger geben, die ein mobiles und platzsparendes Rig auf der Wunschliste haben. Vielen Dank wie immer fürs Dabeisein und liebe Grüße. Danke für euren Support in meinem Kanal. Euer Ron.